Hallo und herzlich willkommen zu unserem Central Finance Tutorial. In diesem Video zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du die wichtigsten Einstellungen für deine Buchhaltung konfigurierst. Das umfasst die Steuersätze, die Standardwährung und die Standardkonten für deine Finanzbuchhaltungsexport. Vorab ist es wichtig zu verstehen, dass Central eine vorkontinuierliche Buchhaltung und keine vollständige Finanzbuchhaltung abbildet. Schauen wir uns die einzelnen Settings direkt in Central an. Ich beginne auf der Central Startseite und navigiere zu den Einstellungen. Im Bereich Buchhaltung finden wir den Menüpunkt Steuer und Währung. An dieser Stelle konfigurierst du die globalen Steuer- und Währungseinstellungen. Analog hierzu lassen sich in den Projekten, welche oft zur Abbildung von Sales Channels genutzt werden, abweichende Einstellungen pflegen. Grundlegend pflegen wir hier unsere Standardsteuersätze für das Inlandsgeschäft. In meinem Fall 19 und 7% für ein Unternehmen mit Unternehmenssitz in Deutschland. Solltest du am OSS-Verfahren teilnehmen, macht es Sinn, die Lieferschwellen, welche sich unter dem gleichnamigen Menüpunkt befinden, einzurichten. Hier kannst du die landesspezifischen Steuersätze und abweichende Erlöskonten hinterlegen. In diesem Video beschäftigen wir uns jedoch mit den Einstellungen im Bereich Steuer und Währung. Dementsprechend schauen wir uns die hier verfügbaren Möglichkeiten genauer an. Das Weiterführen von Belegen bestimmt, ob der Steuerwert aus dem vorherigen Beleg übernommen wird oder anhand der Einstellung berechnet werden soll. Wir empfehlen die erste Option. Solltest du unter die Kleinunternehmerregelung nach § 19 Umsatzsteuergesetz fallen, kannst du hier die entsprechende Option aktivieren. In diesem Fall wird keine Umsatzsteuer in deinen Belegen ausgewiesen. Wenn du steuerfrei im Inland verkaufen solltest, ist diese Option für dich interessant. Hiermit kannst du den Ausweis von 0% Steuerinformationen in der Gesamtsumme ausblenden. Mit der Option Steuerspalte ausblenden kannst du die entsprechende Steuerspalte auf Positionsebene ausblenden lassen, wenn alle Artikel im Warenkorb der gleichen Besteuerung unterliegen. Weiterhin kannst du definieren, ob die Preise auf Positionsebene in deinen Belegen immer netto oder brutto ausgewiesen werden sollen. Falls hier keine Option gewählt wird, leitet sich die Anzeige des Verkaufspreises aus der Kundenadresse ab. Hierbei wird beim Adresstyp Firma immer ein Nettobeleg und beim Typ Herr/Frau immer ein Bruttobeleg ausgestellt. Weiterhin lässt sich über die nächste Einstellung die Anzeige von 4 Nachkommastellen in Belegen aktivieren. Diese Einstellungen werden beispielsweise für den Lebensmitteleinzelhandel benötigt. Bei der Erstellung von Belegen ist es wichtig, welche Zahlart und welche Versandart im Standard hinterlegt wird. Genau diese Einstellung kannst du hier wählen. Solltest du in den Kundenadressen eine abweichende Versand- und Zahlart hinterlegt haben, wird natürlich diese für den Beleg gezogen. Damit dient diese Einstellung als Fallback, falls nichts anderes definiert ist. Auf der rechten Seite können wir unsere Systemwährung hinterlegen. Im Standard ist diese bereits mit Euro vorbelegt. Sollten im Standard jedoch Belege in einer anderen Währung ausgestellt werden, beispielsweise in Schweizer Franken oder US-Dollar, kann das hier eingestellt werden. Aktiviere bei Bedarf die automatische Aktualisierung der Wechselkurse. Hierzu nutzt Central die aktuellen EZB-Wechselkurse. Solltest du Gutschriften in Fremdwährung ausstellen, kannst du an dieser Stelle auswählen, ob der Wechselkurs zum Rechnungsstellungsdatum oder der tagesaktuelle Wechselkurs genutzt werden soll. Die Standardmarge erstellt die Verkaufspreisvorschläge für deine Produkte basierend auf dem festgelegten Margensatz und dem Einkaufspreis. Weiterhin werden dir Warnungen angezeigt, sollte ein Verkaufspreis nicht die entsprechende Marge erzielen. Weiter unten finden wir die Standarderlös- und Aufwandskonten für unseren Buchhaltungsexport. Hier hinterlegst du je nach genutztem Kontenrahmen deine Konten für die Geschäftsvorfälle im Inland, der EU und dem Export. Es besteht weiterhin die Möglichkeit für gewisse Artikel und Artikelkategorien in den gleichnamigen Modulen eine abweichende Kontenfindung zu hinterlegen. An dieser Stelle ein kurzer Exkurs. Im Standard benutzt Central für die Debitoren- und Kreditorenkonten die jeweiligen Kunden- oder Lieferantennummern aus den gepflegten Nummernkreisen. Für Central-User, welche im B2C-Kontext unterwegs sind, macht es in der Regel Sinn, einen Blick auf das Modul Sammeldebitoren zu werfen, welches in der Buchung ein Sammelkonto für debitorische Geschäftsvorfälle hinterlegt, anstelle für jeden B2C-Kunden ein neues Konto anzulegen. Zurück zu unseren Einstellungen. Unter dem Fallback-Konto gibst du an, wo Central Buchungen ablegt, die noch nicht richtig zugeordnet sind. Etwa Konto 9.999 oder ein anderes, das dein Steuerberater dir empfiehlt. Optional kannst du an der rechten Seite die Präfixe entfernen lassen. Das ist beispielsweise notwendig, wenn deine Kundennummer mit einem Buchstaben beginnt und Datev diese nicht als Debitorenkonto verarbeiten kann. Das war's auch schon zum Thema Steuer und Währung in Central und wie du deine Finanzbuchhaltungskonten für den Export optimal einstellst. Mit diesen Grundlagen bist du bereit, deine Eingangs- und Ausgangsrechnungen korrekt zu führen und an dein Buchhaltungssystem oder deinen Steuerberater zu übergeben. Danke fürs Zuschauen und viel Erfolg mit Central.